Ja, dann sage ich mal wunderschönen guten Nachmittag. Freuen uns, dass Sie hier da sind. Mein Name ist Tobias Grosser. Wie man hört, ich komme nicht aus Rumänien, sondern das schwäbelt eher ein bisschen. Ich bin gebürtiger Stuttgarter und ich freue mich aber, dass meine Freunde aus Piatra Fentanele, Aline Uscheri und Anna Sekei heute da sind, die Ihnen, die euch die Via Transilvanica, den neuen Fernwanderweg aus Rumänien, heute vorstellen werden. Wir machen das relativ sag ich mal, ohne große Präsentation, aber ich glaube deswegen nicht minder spannend und ich freue mich, was ihr beide berichten werdet. Hallo, guten Tag. Oh, vorne. So. Ich heiße Anna Sekei, ich komme aus Rumänien. Wie gesagt, unsere Organisation, Teșuleasa Social, hat dieses wundervolles Projekt gemacht. Es heißt Via Transilvanica. Es ist ein Fernwanderweg und es fängt an im Norden Rumäniens, bei die Bukovina-Klostern und bis nach 1400 Kilometer bis nach Donau, Südwesten Rumäniens. Es geht durch Transsilvanien durch und durch eine Vielfältigkeit von Kulturen, von sehr interessanten Sehenswürdigkeiten. Ich kann Ihnen sagen, dass es lohnt sich, so ein Teil oder ein Stück von diesem Fernwanderweg machen, um ein bisschen Rumänien besser kennenzulernen. Wie Sie vielleicht schon wissen, Rumänien hat nicht so ein schönes, positives Ruhm im Westen und deshalb möchten wir ein reales, schönes, positives Rumänien die Menschheit zeigen. Und ja, so als kurzes, ich würde gerne Aline jetzt weiter den Wort geben, weil ich werde Ihnen danach noch mehr über Via Transilvanica erzählen, weil ich bin diejenige, die unser Wanderführer geschrieben hat, also für dieses Fernwanderweg. Aline, wenn du möchtest. Also guten Tag. Ich habe mir gedacht, der Tobias erzählt fast alles. Anna kommt und sagt, das ist so die Kirsche von der Torte und jetzt gehen wir alle zusammen sofort auf den Via Transilvanica. Ich bitte aber trotzdem die Anna mal unsere Flyer, da steht mit Sicherheit ein paar Sachen drin, die sehr wichtig sind und ich kann mit Sicherheit nicht sie auswendig, beziehungsweise Sie werden sie nicht merken, wenn ich jetzt einfach mal so losschicke. Die Anna hat das erwähnt. Ich habe glücklicherweise, ich bin mit meiner persönlichen Geschichte hier nach Deutschland gewesen, habe ich 10 Jahre hier gewohnt. Es ist eine lange Weile her, aber in diese 10 Jahre habe ich vielleicht nicht alle Fernsehsendungen geguckt oder auch nicht alle Nachrichten angeguckt, aber ich habe keine einzige positive Nachricht über Rumänien gesehen. Keine einzige. Also irgendwie waren sie sehr sparsam mit unserer Wahrheit und mein Ziel war damals, ich habe mir gedacht, wenn es irgendwie möglich ist, ich fange sofort an, zumindest an Realität von unserem Land zu zeigen. Und dadurch, dass ich bei der Johanniter sehr aktiv war, mit dieser Unterstützung habe ich gegründet eine Organisation in Rumänien. Über 1000 Jugendliche aus Deutschland sind schon mittlerweile durch unsere Organisation in Karpaten in Rumänien gewesen. Wir haben einen sehr schönen Campus dort gebaut und wir haben diverseste Aktivitäten gemacht, um ein bisschen eben das Land zu helfen. Wir haben Bäume gepflanzt. In 2004 haben wir das angefangen und jeder hat gesagt, ach komm, also wirklich, das ist unser Problem. Mittlerweile haben wir über 1 Million Bäume gepflanzt und jeder denkt, okay, die waren sehr im Voraus mit unseren Gedanken und haben sie viel für Umwelt getan. Aber wie gesagt, in 2004, die haben uns zumindest ein bisschen schräg gehalten, als zum irgendwas zu nützen.
Wir haben dann ein Walderlebniszentrum gebaut, genau dafür, dass die Jugendlichen und insbesondere die Kinder in Rumänien schon von Anfang an wissen, was mit und was für eine schöne Natur überhaupt Rumänien hat und wieso ist es ja ganz wichtig, das zu schützen. Das erste Walderlebniszentrum in Rumänien war genauso viel wie, okay, die haben nichts mehr zu tun und jetzt wollen sie uns erklären, dass Umwelt wichtig ist. Es ist ja viel wichtiger, weil wir Hunger haben, es ist viel wichtig, weil wir so viele kranke Kinder haben, so viel Armut und so weiter. Mittlerweile, Rumänien ist es eine Europäische Union, mittlerweile ist es ja schön, dass wir schon damals dieses Walderlebniszentrum gebaut haben. Und da komme ich zu einem Punkt, wo wir haben uns riesig gefreut. Damals habe ich noch, wie gesagt, sehr lange Wartezeit an die Grenze gehabt. Und plötzlich ist es ja frei. Wir dürfen raus. Wir dürfen ohne Visum nach Deutschland gehen, Spanien, sonst noch wo. Aber wir haben 8 Millionen Menschen dadurch verloren. Ja? 8 Millionen Menschen sind sie gegangen, weil die wollen ein besseres Leben, aber dadurch haben wir natürlich das gesamte Motor unsere Karre verloren. Also so praktisch das gesamte Antrieb, das gesamte gute Menschen, die aktive Menschen und sonst noch was sind sie woanders und da haben sie dort Arbeit gesucht. Und es ist natürlich auch dramatisch dabei. Sie müssen überlegen, zum Beispiel in Österreich, das Hauptpflegekraft Nummer 1, es ist aus Rumänien und wir haben für unsere ältere Leute in Rumänien gar kein Pflegepersonal mehr. Das kann ich noch in diese Richtung viele, viele Beispiele geben, aber das war auch unser Punkt irgendwann mal zu unserer Organisation. Wir haben gedacht, okay, was können wir machen, das attraktiv zu machen, und gleichzeitig auch was Nachhaltigkeit, weil immer Hilfsgüter zu verteilen ist es ja zwar gut, aber wenn der Hilfsgüter überhaupt nicht mehr im Schrank ist, dann ist es dann natürlich auch vorbei mit der Sustainability, diese Nachhaltigkeit, diese Worte, was zusammenkommt immer wieder, aber wir wissen nicht so genau, was das ist. Und so ist es mir dann die Idee gegangen und da habe ich gesagt, Mensch, der Ursprung war doch, dass wir wollen Rumänien präsentieren, wie sie ist. Also sie hat keine Skipistenmöglichkeiten, wir wären da nie fit wahrscheinlich, also wir haben ein paar Berge, aber auf jeden Fall, wir haben nie so gute Erfahrung damit oder so viel Know-how dafür. Strände haben wir nicht, wir haben Transsilvanien als sehr, sehr große, starke Brand und wir haben Donaudelta, das wäre der zweite Brand, also eine davon wollen wir in einen Lichtblick tun und so ist es entstanden, ein Long-Distance-Trail, der total über das gesamte Transsilvanien diese Stück Europa, Osteuropa richtig zeigt. Und wir haben auch gedacht, naja, es wäre ja sehr schön, wenn wir das nicht nur einfach so machen, sondern alle Kilometer sollten ein Wegweiser sein, und zwar aus Andesit. Und diese Steine sind mittlerweile nach 4,5 Jahren 1400. Also da waren insgesamt 350 Tonnen Andesit, die wir bei unserem Campus geschnitzt haben mit über 80 Künstlern. Und die stehen jetzt von Putna bis Drobeta, das sind der Anfang- und Ausgangspunkt von Via Transilvanica. Jede auf die rechte Seite, auf die linke Seite als Begleiter. Und so haben wir natürlich auch finanzieren können, weil wir haben jede Kilometer verkaufen können und eben dieses gesamte Projekt riesig am Anfang, aber doch nach 4,5 Jahren haben wir geschafft, das fertigzustellen. Wir haben riesiges Glück, weil das war eine Stolze für die Nation, überhaupt dieses Projekt zu Ende zu bringen. Durch uns haben wir 1,7 Millionen Euro zusammen gebracht, um überhaupt das gesamte, ja, würde ich sagen, fast eine Kirche mit 350 Tonnen kann schon ein bisschen was anfangen zu bauen. Wir haben einen Wanderführer mittlerweile in 4 Sprachen auf unserer Webseite. Der 5. kommt jetzt bald noch dazu. Haben wir natürlich über 5000 Leute, die losmarschiert sind. Das war auch für die Bevölkerung, haben sie gesagt, okay, tatsächlich das funktioniert, weil am Anfang jeder hat gesagt, wer zum Geier soll überhaupt hier vorbeigehen. Ja? Also wir reden von 400 Ortschaften und 300 davon haben noch nicht mal einen Tourist gehabt davor. Ja? Also ich habe es ja, das war ja sehr schön, das muss ich ja Ihnen erzählen.
Die Tante Regina habe ich dann gefragt, Tante Regina, bitte zähl mir ein bisschen nach, wie viele Leute hier in einer Saison, also vom Mai bis Oktober da vorbeigehen und kommen hier Touristen. Und sie hat dann überlegt und ich habe mir gedacht, also wie viele Touristen sollen sie kommen, wenn sie so lange überlegt. Also vor 7 Jahren waren 2, vor 7 oder vor 6 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, waren 2 hier vorbeigegangen. Also praktisch solche Ortschaften haben wir gesucht. Und mittlerweile natürlich diese 5000, die sich bewegt haben. Plötzlich sind junge Leute in diese Ortschaften. Plötzlich sind viele Leute fertig für Abenteuer loszumarschieren. Das war natürlich sehr gut. Und wir haben auch eine sehr starke Verbindung, nicht nur, weil ich hier gewohnt habe, weil Johannita unsere stärkste Partner ist, weil Tobias, unsere Ehrenamtliche, der in Stuttgart wohnt, und er hat eigentlich dazu uns hier gebracht, nach Stuttgart zu kommen. Wir haben mit Tourismus noch nie was zu tun gehabt, mit Messe sowieso nicht, aber trotzdem habe ich gesehen, dass es doch ein sehr interessantes Projekt ist. Mehrere hundert Leute sind es ja bei unserem Stand gewesen, das ist in Halle 9 bei C38 und noch vorbei heute ist, und damit glaube ich, ist es auch meine Präsentation zu Ende, weil sowieso in unserem Flyer steht ja viel besser alles drin und viel deutlicher wahrscheinlich drin, als meine deutsche Sprache das ermöglicht. Aber erste Frau, was fertig gemacht hat, unsere Via Transsilvanica, war eine Deutsche natürlich. Ja? Und nicht nur irgendwelche, sondern die Christine Thürmer ist meistgewanderte Frau der Welt gewesen. Und sie hat uns geschrieben, darf ich über eure Party, über eure Trail ein Kapitel in mein neues Buch schreiben? Und wir haben gedacht, okay, das ist ja direkt von lieber Gott ein Engel direkt zu uns gekommen. Und sie hat natürlich mit ihrer Kompetenz, weil immerhin 60.000 Kilometer, was sie ja hinter schon gelegt hat, war für uns Gold wert. Und sie hat uns Vertrauen gegeben und sie hat gesagt, Leute, ihr habt einen super schönen Wanderführer. So ein Weg in der Art ist es noch nie markiert mit 1400 Steine. Das ist ja sehr, sehr schön und ist sehr interessant und es ist eine der längste Ausstellung überhaupt in der gesamten Welt. Also mach weiter so. Und Via Transsilvanica ist es mit Sicherheit ein sehr interessanter Name. Und da hinten steht natürlich auch ein sehr interessantes und schönes Land, würde ich sagen. Und wir versuchen auch weiter das Ganze zu pflegen. Deswegen sind wir auch hier ein bisschen bekannter zu machen, unsere Transsilvanien, unsere Via Transsilvanica. Wir haben nichts zum Verkaufen, aber es ist natürlich schön, wenn Leute dabei kommen, wenn sie weiter berichten können. Es ist für uns sehr wichtig, dass wir praktisch auf diesem Weg mehrere Leute haben und so die Nachhaltigkeit, dieses schöne Wort, weil manchmal wir erklären Nachhaltigkeit hin und her, aber wir wissen nicht so genau, wie das funktioniert. Nachhaltigkeit, das wird mit Sicherheit durch viele Leute da gewährleistet. Also 300.000 im Jahr wäre ja unser Ziel. Da brauchen wir nicht 2 Millionen wie Camino de Santiago. Das wäre nicht mehr nachhaltig. Aber wenn ich noch das erlebe, dass ich ja das runterdrücken muss, das Zahl der Menschen, das wäre ich natürlich der glücklichste Mann der Welt. Vielen Dank. Ich bin dann bereit, jede Frage zu beantworten, was es noch kommen kann. Dankeschön sehr. Plötzlich so warm. Also wenn Sie Fragen haben. Gibt es spontan was, wo Sie sagen, da bin ich. Ja. Also. Das kann ich selber beantworten. Also wir haben in 2018 angefangen, an dieses Trail zu arbeiten und je nachdem 150 Kilometer fertig waren, bin ich mit anderen 3 Frauen daran gelaufen und wir haben alles aufgeschrieben und schön alles in diesen Wanderführer reingetragen. Also sie haben da alle Informationen, die man benötigt, wenn man auch als Anfänger oder als Nicht-Anfänger auf ein Long-Distance-Trail wandern möchten. Sie haben da Telefonnummern von Unterkünften. Es ist schön verteilt auf Tage, auf zwischen 20 und 30
28 Kilometer am Tag, Schwierigkeitsgrad und alles, was man so benötigt dafür. Wie man einen Rucksack packt, wie man die Schuhe auswählt, wie man von Schäferhunden sich bewährt, wie man von Bären sich bewährt zum Beispiel. Wie gesagt, wir haben ganz schöne, viele abenteuerliche, interessante Sachen auf Via Transilvanica. Aber auch dazu, ja, es heißt der Weg, der verbindet auf Rumänisch, Drumul care unește, und das heißt, es verbindet eigentlich Kulturen, Geschichten und auch Menschen, ne? Weil wir gehen durch 3 ganz große Minderheiten in Transsilvanien, also es sind die rumänische Deutsche, die Sachsen, es sind die rumänische Ungarn, die Segler und die Zigeuner, die Romas. Wir können auch viele andere Minderheiten da finden, aber das interessanteste Sache ist, dass von Woche zu Woche nicht nur die Sehenswürdigkeiten und die Natur sich verändert, sondern auch kulinarisch können wir was anderes verkosten, weil diese Kulturen haben jede die spezifisches Essen und Getränke, und es ist ganz interessant, wie die ungarische Palinko-Schnaps stärker ist als der sächsische Wein, oder ich weiß nicht, ich habe jetzt nur so ein paar Beispiele gesagt. Ja, also Unterkünfte und alle Informationen, wie man nach Rumänien ankommt oder zum Startpunkt ankommt, finden Sie auf unserer Homepage, das ist www.viatransilvanica.com, und da gibt es der Wanderführer, wie gesagt, in 4 verschiedene Sprachen. Das kann man frei downloaden und ja, ausdrucken oder wie man benutzen. Ist der Fahrradweg identisch zum Wanderweg? Das ist die gleiche Strecke, ja. Also, ja. Das ist jetzt gerade zu entstehen, unsere Führer für Fahrrad. Aber es ist sicherlich auch zu wissen, das gesamte Strecke hat einen Höheunterschied von fast knapp 40.000 Meter, Höhenmeter. Und das ist, zumindest Teile davon sind sehr für Mountainbiker. Also das meiste ist es natürlich schon aber trotzdem soll Mountainbike dabei haben. Also es ist nicht unbedingt für Straßenfahrer gedacht. Aber es ist gemacht von das Gesamte mittlerweile. Die schreiben jetzt an diese Bikeführer, und es ist auch mit einem E-Bike gemacht worden. Also praktisch geht das auch als Möglichkeit. Es ist möglich, aber 80% von den Trail kann man mit Fahrrad machen, aber 20% ist dann Pushbike. Es gibt viele steile, obwohl ganz viele von die Biker, die das gemacht haben, fanden das sehr abenteuerlich und aufregend. Also es gibt viele verrückte Leute. Es ist schon ein bisschen schwieriger, aber sehr, sehr interessant. Alle haben sehr gute Sachen darüber berichtet. Gibt es schon GPS-Tracks dafür oder ist es bei Komoot aufgezeichnet? Auf der Homepage kann man die Daten fürs GPS runterladen. Und es gibt auch eine App in den App Stores, wo die Strecke auch verzeichnet ist. Was sehr schön ist, das sind Fotos auch von den einzelnen Wegsteinen, teilweise auch schon mit den Begebenheiten, wenn der Stein eine besondere Geschichte hat, wer ihn gespendet hat, und die entsprechenden Koordinaten auch dahinter. Also das ist auch fürs Handy verfügbar. Aber es ist nicht die ganze Strecke. Nicht die ganze, ja. Für Fahrrad. Was ich noch sagen wollte, ist, dass vielleicht kennen Sie schon diese App Farout. Es ist eine der größten und bekanntesten amerikanische App für lange Wanderwege, also Long Distance Trail. Und wir werden auch unser Via Transilvanica in die nächsten Monate in kurzen, ja, auch unser Via Transilvanica wird draufstehen. Das ist sehr benutzt von den True-Hiker im ganzen Welt, soweit ich weiß. Je nachdem, wie lange die Streckenabschnitte sind, die man wandern möchte, gibt es überall auch eine gute Anbindung an Busse oder auch an die Bahn?
Ja, 99% schon. Es gibt auch solche ausgestorbene Dörfer, wo man vielleicht ein bisschen mehr laufen muss bis zum ersten Bus oder Bahn oder so. Aber damit wollten wir auch ein bisschen diese kleinen Dörfer ins Leben hervorrufen, weil es gibt ganz, ganz viele Menschen, die ausgewandert sind und damit, dass wir jetzt ein bisschen Tourismus reinbringen, vielleicht kommen sie, es gibt schon Fälle, die sind zu Hause gekommen und eine Pension gemacht oder geöffnet oder ja, sie geben Unterkunft in die eigenen Bauernhäuser für die Touristen und das bringt schon ein bisschen Geld rein. Also ja, es gibt die Möglichkeit, zurück zu der Frage, es gibt die Möglichkeit, 99% Busse oder Zug oder Flieger oder ja, alles zu finden. Okay. Vielleicht schließe ich es auch nochmal mit ein bisschen Emotionen ab, mit so einer kleinen Geschichte noch dahinterher. Aline hat ja schon gesagt, ich habe sie hier nach Stuttgart gebracht. Ich selber bin von dem Projekt brennend überzeugt. Ich habe Rumänien kennen und lieben gelernt. Ich bin, vielleicht kann man das noch kurz sagen, 2014 mit einem Hilfsprojekt mehr oder weniger, kann man sagen, zufällig zu euch gekommen, weil ich sollte Pressebilder für das Projekt machen. Da hieß es halt, wo fährst du mit? Wo gibt es die besten Bilder? Da hieß es, naja, fährst nach Pietrafontanele. Dort werden die meisten Hilfsgüter verteilt. Da fahren wir direkt an die Schulen. Da gibt es tolle emotionale Bilder. Da habe ich gesagt, also gut, fahre ich mit. Und ich bin dann angekommen und habe gedacht, okay, das ist anders, als ich das sonst kenne. Und war völlig hin und weg, auch von dem Projekt, was ihr ins Leben gerufen habt mit eurem Verein, Taschleasa Sozial, was die ganzen Projekte auch angeht, die sie machen. Und dann habe ich mich mit Aline und Anna eine Stunde hingesetzt. Wir haben uns erzählt, also ihr habt mir und Steffi erzählt, was ihr macht. Und wir haben gesagt, okay, das ist was ganz Besonderes. Das habe ich in meiner langen ehrenamtlichen Zeit, ich bin seit einem Vierteljahrhundert auch ehrenamtlich engagiert gewesen und engagiert, so noch nicht erlebt. Dann habe ich Aline gesagt, okay, wir kommen wieder. Aline war ein bisschen skeptisch, jetzt hat er mich an der Hacke. Ich war jetzt, glaube, wenn ich richtig gezählt habe, waren es jetzt 28 Mal in Rumänien, war selber auch auf der Via Transilvanica, schon ein paar kurze Strecken. Ich kann mich mit euch und mit Buben und sowas nicht vergleichen. Aber ich habe phänomenal schöne Gegenden und Ecken kennengelernt. Es gibt auch private Verbindungen mit Freunden hier in Deutschland und ihrer Verwandtschaft. Es ist einfach, also ich glaube, man muss einfach mal dort gewesen sein. Und die, bitte? Unbedingt, ja. Und die, ich hatte eine andere Erwartung von Aline kannte ich ja noch nicht, von Rumänien, hat Aline ja gerade eben auch schon angesprochen, dass wir manchmal ein anderes Bild haben als das, was das Land wirklich ist. Und ich habe wunderbare Menschen kennengelernt, atemberaubende Landschaft, naturbelassene Landschaft, Dörfer, die tatsächlich fast noch einen mittelalterlichen Charakter haben und wunderschön sind. Und man kommt aus dem Gucken und Genießen eigentlich gar nicht raus. Und wenn ich bei euch oben auf dem Campus sitze, in Pietrafontanele, auf, wie hoch sind es, 1200 Meter, 1000 Meter in den Karpaten, 1000. Und man sitzt abends im Lagerfeuer, hat ein Glas Rotwein in der Hand, Aline lässt gute Musik laufen, der Sternenhimmel oben drüber und es ist einfach still, dunkel, leise und pur Genuss. Das habe ich kaum irgendwo anders erlebt. Okay, vielleicht kann man sich es in Australien in der Mitte des Landes so vorstellen, aber das ist einfach heiß und flach. Aber das, was wir hier direkt vor der Nase haben mit Rumänien, auch geschichtlich in Siebenbürgen, wenn ich jetzt die Strecke mal angucke zwischen Cesburg, Mediaș, Alba Iulia mit den Birta, mit den Kirchenburgen, viele Weltkulturerbe der UNESCO, die es dort zu besichtigen gibt. Kulinarisch auch empfehlenswert. Und ich glaube, man muss es einfach mal ausprobiert haben. Ich nehme an, wer von Ihnen war schon in Rumänien? Okay. Und ich glaube, wenn Freunde uns fragen, was macht ihr in Rumänien? Urlaub, kann man da Urlaub machen? Und das ist manchmal schon so ein bisschen nicht so richtig auf dem Schirm. Und ich kann es von meiner Erfahrung aus empfehlen. Ich schiebe mal Richtung Daniel mit einem Sommerurlaub in diesem Jahr. Ich glaube, das haben wir auch wieder auf dem Schirm. Es gibt noch viel zu entdecken. Und da ist die Via Transilvanica einfach eine herrliche Inspiration. Sie ist durch die schönsten Ecken, glaube ich, gelegt, mit fantastischen Ausblicken, verknüpft Menschen, Natur, Kultur. Ihr seid dran, auch das Thema Umweltschutz an die Strecke zu bringen, um die Bereiche an der Strecke wirklich auch zu schützen, Abholzung zu vermeiden, also auch auf höchster Regierungsebene. Und ich glaube, da bewegt sich in den nächsten Jahren noch einiges. Nicht nur die Menschen, die auf der Strecke laufen, sondern auch das gesamte Projekt bringt, glaube ich, Dynamik rein, weil es eben nicht nur eine rein touristische Attraktion sein soll, sondern
wie ihr schon gesagt habt, Menschen, Kultur, Natur, Gemeinden zusammenzubringen. Und ich glaube, das ist ein wunderbarer Anfang. Als ihr mir das 2018 vorgestellt habt, dachte ich, Respekt. Und ein halbes Jahr später haben wir unseren eigenen Stein hingesetzt. Das ging relativ flott. Und da dachte ich, okay, ist eine kleine Teilstrecke. Und dann hat Aline mal irgendwann angerufen, so, ach, wir sind übrigens jetzt schon im Süden des Landes. Und dachte ich, großen Respekt. Also es ist nicht nur ein Gedanke, sondern es ist tatsächlich auch gemacht worden. Und ich glaube, da kann man sich an vielen Orten ein großes Beispiel dran nehmen. So viel Engagement muss man erstmal nachmachen. Die Strecke ist überwiegend ehrenamtlich umgesetzt worden. Sie ist durch Spenden finanziert. 350 Tonnen Andesit durchs Land zu schleppen, an 1000 Stellen den Stein zu setzen, 35.000 Wegmarkierungen zu machen, dass man sich auch ja nicht verläuft. Also ganz wichtig, wenn keine Markierungen mehr da sind, ist man definitiv runter vom Weg. Man kann ihn nicht verfehlen. Und wir waren letztes Jahr, 2021, waren wir in Rumänien unterwegs und man fährt so ein bisschen durch Siebenbürgen und überall sieht man die orangenen Schilder und denkt so, mega cooles Projekt. Und ab und zu lädt es auch wirklich einmal das Auto stehen zu lassen, mal 1-2 Kilometer zu laufen, weil man weiß, da wo die orangenen Markierungen sind, die Steine stehen, das sind auch die schönen Ecken. Wir waren in, spricht man es aus Karan-Sebeş? Ja, genau. Da waren wir, wann war das? Sommer vor einem Jahr, die Strecke sondieren und die ersten Markierungen zu setzen. Da waren wir bloß, glaube ich, 2 Tage oder 1 Tag mit dabei. Aber es ist auch schön, wie dann oben auf den Bergen, der ganze Staub glitzert, weil wahrscheinlich irgendwie Feldspat oder sowas mit drin ist. Das Gefühl, da ist irgendwie so Feenstaub oder Einhornstaub noch mit dabei. Also es sind auch unheimlich abwechslungsreiche Gegenden und ich habe mich noch nicht satt gesehen. Nach dem 28. Mal kommt noch das 29. und 30. Mal, dass ich hinfahre. Und ich hoffe, wir sehen uns mal auf der Strecke. Also wir haben gar nicht viel bezahlt, uns zu loben eigentlich. Also wir haben ihm auch das gesamte Käse und Wurst gegessen, weil wir sind alle bei ihm quartiert, das gesamte Mannschaft. Also von daher, er erklärt kein Quatsch, auf jeden Fall, wenn Sie uns glauben. Aber für uns ist es natürlich lebensnotwendig, dass wir das im Stand halten, dass wir das populär machen können, dass wir die Sicherheit und Qualität gewährleisten können. Wir können auch nicht sehr viel auf unsere Stadt uns verlassen. Also diese Berichte stimmt wieder von Rumänien. Wir haben noch eine sehr korrupte, sehr desinteressierte Regierung und das geht wahrscheinlich weiter so. Insbesondere, dass wir jetzt auch vor der Tür Ukraine haben und da können sie sich jetzt viel mehr leisten, weil die sind wichtig. Ja, der letzte standfeste Stützpunkt in Europa, mehr oder weniger vor Putin. Also haben wir viele Probleme, aber vielleicht das kann auch interessant werden und das nutzen wir jetzt aus. Ich habe eine Frage. Ja, Nein, ich denke, ein Deutscher würde das fragen, wie sicher unser Wanderweg ist. Weil das interessiert 10% haben wir nicht mehr gefunden, aber wir haben auch nicht... Aber die haben auch nicht anders berichtet, dass es schlecht wäre oder so. Also 10%. Also was ich ja mit Sicherheit auch sagen kann, ja, wir versuchen auch uns zu präsentieren, nicht als Massen, nur E-Bike, gerade Strecke, sondern ein bisschen Abenteuer ist dabei. Via Transilvanica ist aber trotzdem sicher. Also es ist für 90% der gesunde Menschen und nicht für 10% der komplett sehr volle Power-Menschen, der nur sich leisten können, irgendwelche Berge zu bergsteigern. Aber wir haben viele Bären. Über Nacht soll man nicht unbedingt laufen. Das ist aber sehr präsent in alle unsere Warnungen. Wir haben Schäferhunde. Man soll auf jeden Fall sich erst einmal trainieren, wie sie damit zu tun ist. Also im Wanderführer steht das alles. Aber wir versuchen auch Freunde vom Tiere zu sein. In den meisten Fällen, diese gefährliche Situation kommen ja eigentlich vom Menschen, nicht vom Tiere.
Es gibt keine Infrastruktur, die man sich so vorstellt hier in Stuttgart. Ja, Autobahn, zack, Messe, du brauchst eigentlich gar keinen Regenschirm teilweise. Das ist nicht so in Rumänien. Das ist doch in der Natur und manchmal haben wir auch keinen Empfang im Telefon. Also das sollen Sie sich auf jeden Fall jede vorbereitet dafür. Aber das versuchen wir auch klar zu machen vom vornherein, dass schon ein bisschen Abenteuer ist. Ich war selber auf dem Camino de Santiago vor 7 Jahren. Irgendwann, ich habe mir gedacht, wir gehen irgendwo zu einem Fußballplatz. Also da waren so viele Leute neben mir, rechts und links. Da habe ich mir gedacht, oh Gottes Willen, wo bin ich eigentlich jetzt gerade gewesen? Ich habe Via Transilvanica in 62 Tage jetzt, ich bin alles gelaufen. Also wie glücklich ich dabei war, wie schön es ist, dieses Land, wie diese Natur, wie eine zu sich kommt, einfach durch die Gegend einfach zu wandern, es ist ja großartig. Also es ist empfehlenswert, aber man soll schon ein bisschen Abenteuer dabei haben, ne? Oder 10%. Also das. Aber aus 5000 oder wie viele Wanderer schon Via Transilvanica auf die Via Transilvanica gelaufen sind, keiner hat was Schlimmes darüber berichtet. Es gab auch viele, die alleine das gemacht haben, auch Frauen. Also wie gesagt, die erste war die Christine Thürmer, aber es waren noch 3, 4 andere Frauen, die alleine gelaufen sind, 800 Kilometer oder 1400. Und es ist total sicher, auch alleine, auch in eine Gruppe, auch kurz, auch lang, unser Wanderweg zu laufen. Vielleicht zum Thema Sicherheit. Ich glaube, das größte Risiko ist, den kulinarischen, gastfreundschaftlichen Gegebenheiten zu erliegen. Ich weiß noch, Aline hat uns mal angerufen, ob wir vom Bären gefressen worden sind. Er hat uns zu den Bauern geschickt, ein paar Lebensmittel hinzubringen und wir haben es noch gerade zurückgeschafft, aber es gab sehr viel zu essen, ein bisschen was von den selbstgemachten Getränken auch zum Probieren. Und ich glaube, das ist das größte Risiko, was ich bisher kennengelernt habe in Rumänien. Und der Bauer hat uns versichert, Cholesterin ist zu teuer, das ist nirgendwo drin. Okay, das kurz und knackig, Raum für Gedanken. Schauen Sie mal auf die Homepage, wenn Sie auch in YouTube, Instagram, Facebook, auf den Social-Media-Kanälen die Stichworte eingeben. Via Transilvanica sowie Tașuleasa Social, der Verein, der das ins Leben gerufen hat, ist extrem aktiv. Da gibt es eine unfassbare Menge an wirklich schönen, reizvollen Bildern. Auch bei YouTube gibt es eine Reihe an wunderbaren Dokumentationen und Kurzfilmen. Also wenn das nicht inspiriert, dann wissen wir leider auch nicht mehr weiter. Und wir beantworten jede E-Mails noch, also bis die 300.000 Euro stürmen, 300.000 Menschen im Jahr stürmen auf unseren Weg. Aus Spanien, noch sind wir da, noch sind wir bereit, überhaupt ein bisschen zu begleiten, Tipps, Tricks, Leute und so weiter. Das alles machen wir. Ja. Also gebt ihnen ein bisschen Zeit, meistens sind sie auch viel unterwegs, aber wenn ihr die Kontaktadresse nehmt, die hinten drauf ist, das landet direkt bei Aline, Anna, Boom und Stefan und die beantworten dann auch Fragen, die es zur Strecke gibt. Übrigens, wie lange hat dein Bruder gebraucht? 22 Tage für die ganze Strecke. Der ist ein bisschen gerannt, aber er hat es geschafft. Wir sind nicht dasselbe Material. Okay. Gut, Dankeschön.